Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Gerade frisch gelandet in Sri Lanka. Wirklich, ich bin gerade erst aus dem Flughafen gekommen. Und vom Flughafen geht es für mich nicht weiter in die Hauptstadt Colombo, sondern nach Negombo, was sogar näher dran ist vom Flughafen aus. Während Colombo unbeliebt ist, hat Negombo einen Strand und ist viel günstiger als Colombo. Aber auch in Negombo nur eine Nacht vom Flug ausruhen und dann auch schon weiter nach Dambulla. Für mich geht es jetzt weiter nach Dambulla zu meinem ersten richtigen Stopp und ich habe richtig Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, warum ich so aufgeregt bin. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt beim Reisen. Um nach Dambulla zu kommen, muss man einmal den Bus in Kurunegala wechseln. Die Fahrt insgesamt dauert ca. 5 Stunden und kostet insgesamt 2,24 €. Jetzt wird natürlich erstmal was gegessen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin einfach reingekommen, meinte zu ihm, er soll mir irgendwas zusammenstellen. Hat mir das zusammengestellt. Und dieser riesige Teller, den ihr hier seht, kostet einfach nur 2,30 €. Ich glaube, ich und das Essen in Sri Lanka, ja, wir werden richtig gute Freunde. Morgen, meine lieben Freunde, ich bin jetzt beim Pidurangala-Felsen und das ist der Number-One-Spot für Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge, aber wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt zum Sonnenaufgang gekommen. Natürlich muss jetzt eine Menge geklettert werden. Also ich habe jetzt ungefähr 20 Minuten gebraucht hoch, aber ob sich das gelohnt hat, das brauchen wir gar nicht bereden. Es ist auf jeden Fall so unnormal schön. Das hat sich auf jeden Fall richtig heftig gelohnt. Jede einzelne Schweißperle, jeder einzelne Schweißtropfen hat sich gelohnt. Ich setze mich hier noch ein bisschen hin und genieße die Aussicht. Aber wer hochkommt, muss auch wieder runter. Es ist einfach atemberaubend, Digga. Also den Geheimtipp, den ich euch jetzt verrate, auf jeden Fall aufschreiben. Ich bin hier gerade beim Traditional Food Sales Center. Und das ist ein Ort, wo die Einheimischen herkommen zum Essen. Das heißt, es ist erstmal richtig lecker. Zweitens ist es einfach traditionell, also richtig einheimisch essen. Und drittens ist es vor allem günstig. Das ganze Essen, was ihr hier seht, da habe ich mal gerade 1,18 € für bezahlt. Das wird hier von den Frauen vorbereitet. Ich bin hier heute in der antiken Stadt Polonnaruwa und das ist auf jeden Fall eins der Must-Sees in Sri Lanka. Man kommt hier aus dem Zentrum ganz einfach mit dem Bus her, auch wenn im Internet steht, das dauert 3 Stunden, das stimmt nicht. Es dauert nur 1 Stunde und das Busticket kostet mal gerade 80 Cent. Ich muss sagen, ich bin richtig gespannt, weil so antike Städte und solche Sachen, das ist genau meins. Let's go! Polonnaruwa, auch bekannt als die Heilige Stadt, war einst Hauptstadt des mächtigen Königreiches Ceylon. Man muss sich einfach mal überlegen, das Ganze wurde 1070 nach Christus gebaut. Es wurde alles per Hand gemacht und ich bin einfach immer beeindruckt, weil ich denke mir immer so, ich hätte wahrscheinlich nach 5 Minuten keinen Bock mehr gehabt und die haben so eine ganze Stadt errichtet. 1982 wurde die antike Stadt zu einem UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Ich dachte gerade eine Sekunde, das wäre es gewesen, weil es hier nicht mehr weitergeht. Wollte schon Ansage machen, kommt hier auf jeden Fall nicht her. Ist kein Must-See, aber es geht da hinten noch weiter.
Wallah, wenn man hier lang läuft, man kommt sich vor wie so ein König, Alter. Ab mit seinem Kopf, noch mit deinem Kopf, noch mit deinem Kopf. Die Hauptteile der Stadt bestehen aus einer Zitadelle, einem Palast und dem Tempel Gal Vihara. Der Felsentempel Gal Vihara mit seinem aus dem Gestein gemeißelten Buddha-Statuen gilt als einer der stärksten buddhistischen Kraftplätze Sri Lankas. Das sieht doch mal richtig pompös aus. Und ich liebe Momente, wo ich das Wort pompös benutzen kann. Pompös. Das ist halt echt riesig hier. Pompös. Ist halt eine antike Stadt, kein antikes Dorf. Einmal wie ein König fühlen. Und bei Buddha-Statuen muss man in Sri Lanka richtig vorsichtig sein. Da wird Respekt richtig groß geschrieben. Man darf sich zum Beispiel nicht mit dem Rücken zu denen drehen und ein Foto machen. Posen sowieso nicht. Das nehmen die auch richtig ernst. Also wer Stress vermeiden will, sollte sich auf jeden Fall daran halten. Also geht wirklich bis in die letzte Ecke dieser antiken Stadt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr Glück habt, erlebt ihr auch noch mal was richtig Originelles. Ich bin jetzt beim Dambulla Cage Temple. Das ist auch einer der Wahrzeichen, einer der Must-See-Sehenswürdigkeiten in Dambulla. Der Eintritt kostet 6 €. Was mir allgemein aufgefallen ist, die Preise im Internet stimmen gar nicht mehr. Deswegen werde ich hier auf meiner Sri Lanka-Rundreise ganz viel auch auf die Preise eingehen, damit ihr wenigstens nicht einen Schock nach dem anderen, wie ich, erlebt. Also dieser Höhlentempel hier ist einer der besterhaltensten Höhlentempel der Welt und der besterhaltenste Höhlentempel in Sri Lanka. Gebaut wurde das Ganze 100 nach Christus ungefähr und die Anlage besteht aus 5 Höhlen. Man muss sich das mal klar machen. Das ist alles ungefähr knapp 2000 Jahre alt und das ist einfach alles handgemacht und so gut gemacht, dass man es immer noch besichtigen kann. Wenn nicht Respekt, was dann? Particular king. Ich bin ein richtiger Fan von den Wänden.
Also ohne Witz, das ist auf jeden Fall einer der schönsten und interessantesten Tempel, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß, das gleiche habe ich auch schon in Bangkok gesagt. Habe ich ein bisschen voreilig gehandelt. In Bangkok ist nochmal was anderes, aber der hier ist einfach krass. Der riecht einfach nach Geschichte. Und mit der Nase kann ich alles riechen. Und das Ganze ist natürlich auch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Sri Lanka hat ganz schön viele davon. Ohne Witz, I'm in love with the temple, Alter. Das ist der erste Tempel, wo ich mir die ganzen Räume mehrmals anschaue. Es ist einfach nur beeindruckend. Beeindruckend ist das Wort für diesen Tempel. Sie sollten es der beeindruckende Tempel nennen. Also ganz kurzes Fazit zu dem Tempel. Mega schön, richtig interessant, viel Zeit mitnehmen und wenn es ins Budget passt, auf jeden Fall einen Touri-Guide buchen. Hier ist einfach jeder Bus ein Partybus. Für mich geht es jetzt weiter nach Kandy, einer der beliebtesten Städte auf Sri Lanka und auch einer der beliebten Sehenswürdigkeiten ist dort. Und zwar der Backenzahn Buddhas. Euch werde ich natürlich wie immer mitnehmen. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt How to Travel Sri Lanka.